Ja, das ist wieder Musculus. Heute mit dem Thema Kinderpalliativzentrum Momo. Und dazu haben wir natürlich wieder jemanden eingeladen. Ich begrüße herzlich Frau Doktorin Annette Henry. Ja, grüß Gott, Herr Brix. Gleich zur ersten Frage. Seit wann gibt es Momo und weshalb wurde Momo gegründet? Ja, Momo Kinderpalliativteam gibt es jetzt seit 10 Jahren. Wir feiern demnächst unseren 10-jährigen Geburtstag. Ja, da gab es 2 große Impulse. Einerseits Moki Wien, also die Kinderkrankenpflege zu Hause, die es schon über 20 Jahre gibt, hat wahrgenommen, dass bei schwer chronisch kranken Kindern sie können gut pflegen, können gut unterstützen, aber da braucht es auch die anderen Professionen, andere Berufsgruppen. Und auf der anderen Seite Erwachsenen-Palliative-Care ist ja seit über 30 Jahren schon jetzt etabliert. Und da war so diese Strömung in Wien von den großen Trägern, Caritas, Caritas Socialis. Wir wollen auch etwas für Kinder und Jugendliche machen. Und aus diesen beiden Impulsen ist dann mit wirklich großer Kraft von der Frau Dr. Kronberger Momo entstanden, mit dem großen Unterschied, dass Palliative Care für Kinder und Jugendliche Lebensbegleitung ist, von der Diagnosestellung an für viele Jahre. Im Erwachsenenbereich ist es großteils End-of-Life-Care, das können wir auch, dafür sind wir auch da, aber die meisten Betreuungen sind über viele Jahre eine Unterstützung zu Hause für Familien, die eben davon betroffen sind, dass manchmal auch 2 Kinder eine schwere, chronische, auch voranschreitende Erkrankung hat. Da haben Sie wahrscheinlich zum Teil meine nächste Frage schon beantwortet. Wen unterstützt denn Momo konkret? Also es ist immer das Ziel, die ganze Familie zu unterstützen und ganzheitlich auf das erkrankte Kind oder den Jugendlichen zu schauen. Es sind die Geschwisterkinder wichtig, es sind die Sorgen der Eltern wichtig, es ist gerade bei der Diagnosestellung oft ein großer Trauerprozess und natürlich schauen wir auf das erkrankte Kind, den erkrankten Jugendlichen. Und ein ganz wichtiges Kriterium ist eine Freiwilligkeit. Möchte man diese Art der Unterstützung bekommen? Wie kann man sich so etwas jetzt konkret vorstellen, eine Begleitung durch Momo? Also wir arbeiten mit allen großen Kinderabteilungen, also Zentren Wiens zusammen. Entweder kommt von dort eine Anfrage oder die Eltern wenden sich direkt an uns. Dann lernen wir die Familie kennen. Eben in dieser ganzheitlichen, die körperlichen Aspekte, die psychischen Aspekte. Sozial ist sehr oft sehr wichtig. Was bedeutet es, all diese Anträge zu stellen? Wir haben auch die Berufsgruppe der Physiotherapie, der Musiktherapie und je nachdem, was eine Familie braucht, das kann man dann gemeinsam herausfinden und ab dann finden regelmäßige Hausbesuche statt. Seit ungefähr 5 Jahren haben wir auch eigene Pflegende, weil leider nicht jedes Kind, nicht jeder Jugendliche in Wien Anspruch auf Moki-Pflege hat. Sie haben gerade verschiedene Therapieformen erwähnt. Wie setzt sich denn dieses interdisziplinäre Team von Momo zusammen? Also wir sind glücklicherweise einige Ärztinnen, auch Kinderfachärztinnen. Ich bin Allgemeinmedizinerin mit unterschiedlichen Schwerpunkten, zum Beispiel Lunge oder aus dem St. Anna Kinderspital Onkologie. Wir haben ganz professionelle Pflegepersonen, Psychologinnen, 2 Sozialarbeiterinnen, eine Physiotherapeutin, eine Musiktherapeutin. Wir hoffen auch auf eine Diätologin, eine Logopädin. Momo wächst ja in den letzten 10 Jahren und wir haben ein sehr großes Ehrenamtsteam mit einer Ehrenamtskoordinatorin. Perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Sie haben auch freiwillige MitarbeiterInnen bei Momo. Welchen Beitrag leisten die? Also Ehrenamt in Palliative Care bringt immer sich als Person mit. Wir aus dem professionellen Bereich, wir haben quasi wie einen Rucksack, das, was wir erlernt haben, das wir zur Verfügung stellen können und sind auch Person.
Und die Ehrenamtlichen haben auch eine Ausbildung, eine ungefähr 1 Semester dauernde Ausbildung zum Thema Palliative Care, Lebenssterbe- und Trauerbegleitungskurs, wo es sehr viel um Kommunikation geht, um Umgang mit der Betroffenheit. Und dann, wenn eine Familie sich das wünscht, kommt eine unserer Ehrenamtlichen, wir haben auch einige Männer, sind wir sehr stolz, regelmäßig, meist einmal in der Woche oder alle 14 Tage für einige Stunden. Und das entscheidet eben auch die Familie. Geht es da darum, mit dem gesunden Geschwisterkind einmal auslüften zu gehen, auf den Spielplatz zu gehen oder eine Lernunterstützung. Manche Mütter wollen selber Deutsch lernen. Es geht auch darum, dass manchmal das Dasein mit dem erkrankten Kind spielen, kreative Angebote zu setzen. Also immer sehr individuell. Das ist ein Markenzeichen von Momo. Wir dürfen die Wohnungen betreten, das ist immer eine große Ehre. Und die nächste Frage ist dann, was möchtest du, dass wir dir tun? Wie kommen denn Betroffene oder deren Familien jetzt zu Momo? Also das erscheint mir sehr niederschwellig. Sie können direkt bei uns anrufen. Häufiger ist es natürlich, dass von den Betreuenden, meist im Spital, aber manchmal Zentrum für Entwicklungsförderung oder Schulen, von uns erzählt wird. Und dann gibt es natürlich oft auch eine Schwelle. Ja, Kinderpalliativteam, brauchen wir das? Aber man kann bei uns anrufen, man kann ein E-Mail schreiben, also es ist, oder man kann auch sagen, ja, bitte, lieber Herr Doktor, Frau Doktor, ich bin interessiert. Sie können meine Telefonnummer weitergeben, aber es ist mir lieber, eine Mitarbeiterin von Momo ruft mich an. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage zu eurem Motto, das lautet, wir sind da im Lachen wie im Weinen. Welche Rolle spielt denn das Lachen bei so einem ernsten Thema? Ja, das Lachen, das ist einfach, da wir Familien betreuen können. Also ich denke, das eint ja alle Familien auf dieser Welt, dass es oft traurige Dinge gibt und wer gut weinen kann, kann auch gut lachen. Aber diese Sehnsucht nach guten Momenten, nach freudigen Entwicklungen, eine Mutter, die hat 2 betroffene Jugendliche, wie ich sie kennengelernt habe, und die hat diesen schönen Satz auf Englisch formuliert, der mich sehr geprägt hat. We cannot influence the disease, but we work on happiness. Wir können die Grunderkrankung nicht heilen oder beeinflussen, aber wir wollen unsere ganze Energie darin hineingeben, dass wir als Familie Glücksmomente haben. Und da braucht es natürlich bei unseren Familien oft viele Voraussetzungen, viel Unterstützung, aber dann dürfen wir uns mitfreuen und es werden uns ganz viele WhatsApp-Fotos, Videos geschickt, die auch geteilt werden wollen, dass etwas gut ist, dass etwas gelungen ist, dass vielleicht solche Glücksmomente müssen nichts Großartiges sein. Das können oft kleine, gute Entwicklungen sein, über die wir uns alle freuen. Und natürlich, manchmal sind es ganz große Erfolge, wenn eben in der Muskelforschung zum Beispiel, ganz typisch für uns, vor 10 Jahren bei der SMA1, da gab es keine Therapie, da waren wir wirklich im Sinne der End-of-Life-Begleitung sehr für die Familien da. Jetzt begleiten wir diese Familien viele, viele Jahre und sehen, wie sie in die Schule kommen, die Kinder, wie sie sprechen lernen, wie sie einfach freudig am Leben auch teilhaben können, um dann wieder Krisen zu haben. Auch da wollen wir da sein und sich auch wieder stabilisieren und gut weiterentwickeln. Das Lachen ist ganz wichtig und wir haben eine sehr positive Grundhaltung auch miteinander. Ja, mit diesen doch positiven Bildern im Kopf möchte ich mich jetzt von Ihnen wieder verabschieden. Ich wünsche Ihnen und dem gesamten Team von Momo alles Gute und viel Kraft für die Zukunft. Danke vielmals für diese Wertschätzung und Würdigung. Ja, und das war wieder Musculus. Heute zum Thema Momo, das Kinderpalliativzentrum in Wien. Wenn Sie weitere Fragen haben, schauen Sie bitte wie immer in die Infobox. Wir stellen dort
alle nötigen Links hinein. Bitte denken Sie an ein Gefällt mir. Vielleicht möchten Sie auch gerne unseren Kanal teilen oder abonnieren. Und bitte denken Sie auch immer dran, Wissen hilft.